liebe Hausbauhelden, ich zeige euch heute ein Designholzhaus, das beweist, dass ein Fertighaus noch viel mehr bieten kann als Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Kostensicherheit. Ich zeige euch wieder ganz viele tolle Details mit Kosteninfos im Musterhaus Elk Vision 158 im Musterhauspark Blaue Lagune bei Wien. Kommt mit! Wir haben hier Außenmaße von 11,71 Meter mal 12,80 Meter. Mit den Anbauelementen, die ich euch natürlich zeigen werde, sind es sogar 13,71 Meter mal 15,30 Meter. Und ihr seht schon, das Obergeschoss ist schmaler. Das ist nämlich nur 8,4 Meter breit und dadurch entsteht eine 144 Quadratmeter große Dachterrasse. Insgesamt haben wir ungefähr 178 Quadratmeter Wohnfläche und ein Satteldach, das 25 Grad geneigt ist, 2 volle Geschosse und relativ viele besondere Gestaltungen in der Fassade. Wir haben hier eine ganz besondere Gestaltung ohne Dachüberstand, aber mit so einem verkleideten und betonten Dachrand, der auch eben ganz besonders diese Gestaltung ausmacht. Das Ganze ist tatsächlich ein Material, das von einem Hersteller kommt, also Dacheindeckung, Fassadenmaterial und Dachentwässerung. Das ist ein Aluminium in schwarz-grau und das Besondere ist, dass diese Sachen dann eben wirklich nahtlos zusammenpassen. Diese Dachziegeln gibt es sogar mit Solar integriert. Das heißt, man sieht, glaube ich, kaum einen Unterschied im PV-Ziegel, der dann eben insgesamt auch 7 Kilowatt Peak Leistung an Photovoltaikstrom vom Dach holt, ohne dass ihr da eine zusätzliche Aufdachanlage drauf braucht. Und was ganz besonders ist, auch die Dachentwässerung ist ein System, was vom gleichen Hersteller kommt und die ist in diesem Fall sogar innenliegend ausgeführt, sodass wir hier endlich mal moderne Architektur ohne Fallrohrmassaker an irgendwelchen blöden Stellen habt. Natürlich ist das Ganze ein bisschen teurer. Ich werde euch an ein paar Stellen Einzelpreise nennen, damit ihr mal so ein bisschen einschätzen könnt, was welches Detail extra kostet und was das für euch bedeutet. Und wenn ihr zum Beispiel so eine innenliegende Dachentwässerung haben wollt, sind das ungefähr Mehrkosten von 6.500 €. Ansonsten gibt es hier noch weiße Putzfassaden und oben auch noch mal eine Holzfassade. Das ist eine Fichte, das ist so ein Nut- und Federprofil, das noch mal in so einem Schlamm-Beige-Ton lasiert ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann suche ich euch auch noch mal die Farbnummern raus. Wir sind jetzt schon im Eingangsbereich angekommen. Hier gibt es ein Anbauelement, das praktisch diesen Carport und den überdachten Eingangsbereich bildet. Hier gibt es praktischerweise auch die Wallbox, um das Elektroauto aufzutanken. Es gibt überall schon eine integrierte Beleuchtung und auch die Fenster, das sind Holz-Alu-Fenster in Schwarz, werden vom Haushersteller gemacht. Was vielleicht noch interessant ist, wir haben hinter der weißen Putzfassade und auch hinter den anderen Flächen ein Wärmedämmverbundsystem auf Polystyrolbasis. Der Hersteller bietet auf Wunsch aber tatsächlich auch eine komplett diffusionsoffene Wand mit Holzfaserdämmung zwischen den Gefachen und außen auf dem Wärmedämmverbundsystem. Heute regnet es, deshalb gehen wir jetzt ein bisschen schneller rein und schauen mal, wie es hinter dieser wunderschönen Glasecke in der Diele weitergeht. Hat 12,8 Quadratmeter und ist jetzt im Musterhaus hier mit einer Glasecke und einer Ganzglastür gelöst. Das würde man wahrscheinlich im Wohnhaus nicht so machen, aber tatsächlich ist die Sichtachse ja auch so gewählt, dass man jetzt nicht als Postbote direkt bis ins Haus guckt, was schon mal sehr schön ist.
Wir haben hier eine lichte Raumhöhe von 2,82 Meter. Das ist nicht im Standard, sondern erhöht. Standard wäre 2,54 Meter. Dann gibt es eine nächste Stufe, auf die man relativ preisgünstig erhöhen kann. Das sind die 2,62 Meter und dann ist die 2,82 Meter sozusagen das Maximale. Warum sage ich euch das? Weil es nämlich 3 Ausstattungsebenen gibt und ich werde euch da immer so ein bisschen drauf hinweisen, auf die Kosten. Einmal First, das ist sozusagen die Basisausstattung, dann Pro, das ist das, was ein Standardpreis ist, und Max. Man kann das natürlich alles mischen und wenn ihr gleich mal sehen wollt, was in der Maximalausstattungsstufe drin wäre, das sind diese erhöhten Türen. Ich sage ja immer, wenn ihr die Raumhöhe erhöht, müsst ihr auch die Türen mit erhöhen, damit das von der Proportion passt. Hier haben wir jetzt 2,40 Meter hohe Türen, eben auch mit diesem flächenbündigen Einbau und den verdeckten Bändern. Das wäre jetzt die Maximalausstattung. Sehr schön ist, wir stehen hier gleich schon in der Garderobennische. Hier gibt es raumhohe Einbauschränke, wo man also wirklich schon eine ganze Menge unterbringt. Diese Schranknische ist wirklich 60 cm tief, dass ihr da alles unterbringt. Und hier an der Seite seht ihr auch, es gibt hier Einbaumöbel. Das ist jetzt hier in Eiche Optik gebalzt. Da sind schon Schubladen für Schuhe und Schals drin. Das ist tatsächlich auch hier nochmal möglich, eine Garderobe unterzubringen. Auch hier hat man die 60 cm, sodass man hier wirklich viel unterbringt, was im Alltag total wichtig ist. Hier ist es jetzt mit so einer halbhohen Lösung gemacht, mit Schubladen. Das ist natürlich auch super praktisch. Da kann man irgendwie Handschuhe, Mützen, Schals und so weiter reinsortieren. Und ich habe gleich am Anfang für euch eine kleine Rechenaufgabe. Ihr seht ja, dass hier überall diese deckenintegrierten Strahler drin sind. Auch das ist nicht Standardausstattung. Ihr müsst wissen, aus brandschutztechnischen Gründen muss man dann eben immer so eine Einhausung, so einen Kasten in der Decke vorsehen. Und das ist jetzt pro Spot etwa 130 € Aufpreis. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Ihr könnt ja mal zählen im Laufe der Haustour, wie viele Spots das sind und was dann da an Mehrpreis zusammenkommt. Schreibt es mir doch in die Kommentare und wir gucken, wer richtig gerechnet hat. Dann haben wir hier auf dem Boden eine sehr schöne Fliese. Das ist ein Feinsteinzeug, 60 x 60 in Terrazzo-Optik. Auch hier gilt, wenn ihr die genaue Bezeichnung wissen wollt, fragt mich gerne in den Kommentaren. Ich sage euch das dann, wenn ich es beantworten kann. Und wir sehen auch schon, wir haben hier eine sehr hochwertige Innenwandoberfläche. Das ist also schon sehr glatt gespachtelt, Stufe Q3. Dann kann man da mit Malervlies gestrichen oder so einen Streichputz drüber gehen. Und wir haben hier an vielen Stellen diese eingelassenen LED-Leuchten. Die geht übrigens per Bewegungsmelder an, wenn ich hier also abends heimkomme. Das ist sehr, sehr schön. Auch das ist natürlich nicht Standard, aber es ist tatsächlich so, dass diese Innenwände beplankt sind mit einer Platte. Das ist eine sehr massive Platte. Das ist so eine zementgebundene Spanplatte. Das heißt, da könnt ihr auch Sachen leicht drin befestigen. Also das heißt, da fällt euch der Dübel nicht raus. Und da ist es dann eben auch einfach, solche Leisten reinzufräsen. Aber auch das kostet natürlich extra. Jetzt sind wir schon fast drin im Wohn-Ess-Kochbereich. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Wir schauen uns als erstes Esszimmer und Küche an. Von der Raumproportion hat dieser Essbereich rund 35 Quadratmeter, der Küchenbereich nochmal 9,7. Also insgesamt sind wir bei fast 45 Quadratmetern hier. Was ich ganz schön finde, ist, dass hier gleich solche Wandnischen eingeplant sind auf beiden Seiten, die genau 60 cm tief sind. Hier ist jetzt so ein Sideboard drin, ein halbhohes, aber da würdet ihr natürlich auch super diese Standardschränke reinkriegen. Dann dürftet ihr natürlich jetzt hier nicht die Lichtschalter und Steckdosen sitzen haben bei der Elektrobemusterung, sondern die müssten dann eben alle auf der anderen Seite sitzen, nur dass ihr sowas bedenkt. Hier ist jetzt ein Sideboard drin in Eiche Optik, das ist wie in der Diele und das ist eben abgestimmt auf dieses Parkett. Das ist ein Eiche-Parkett, Landhausdiele mit gefräster Kante, dunkel gebeizt, und wichtig ist das, weil der Hersteller tatsächlich auch anbietet, dass man Möbel, Einbaumöbel, aber auch Ausstattungsgegenstände mit bemustern und beziehen kann über Partnerbetriebe, und dann passt es eben auch wirklich alles zusammen.
Wir sind jetzt schon in der Küche angekommen. Das ist hier sehr offen gestaltet mit diesem freistehenden Kochtresen. Der hat von den Maßen jetzt 96 mal 2,50 Meter. Da ist also wirklich sehr viel Platz. Das ist eine sehr schöne Natursteinarbeitsplatte, die ist kühl und unempfindlich, fühlt sich gut an. Diese dunklen Oberflächen sind immer ein bisschen empfindlich. Ihr wisst das schon, was ich da sage, matt schwarz mit fettigen Fingern, auch so Sachen wie Ecken, wenn man da mal was abstößt, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Und eine Sache noch, wenn ihr so eine freistehende Kochtresenlösung habt, vergesst nicht die Steckdosen, wenn ihr hier mal was mixen wollt. Wir haben jetzt hier dieses eingelassene Kochfeld mit dem Abzug nach unten, was natürlich immer schön ist, weil man dann hier nichts hängen hat. Das heißt dann, dass diese obere Schublade hier natürlich eine Blende ist. Das heißt, da kann man jetzt hier an der Stelle nichts unterbringen. Das geht dann hier unten drunter wieder, weil da natürlich dann die Technik von dem Abzug sitzt. Das Ganze ist klassisch als zweizeilige Küche geplant. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn das Arbeitsplattenmaterial hier auch hochgezogen ist, als abwaschbarer Hintergrund, auch schon mit eingelassener LED-Leuchte. Vielleicht auch für euch. Bei dem Hersteller ist im Bezugsfertigpreis auch schon 16.000 € für die Küche mit drin. Das heißt, wenn ihr weniger braucht, kriegt ihr das gut geschrieben. Ihr werdet mehr brauchen. Also diese Küche hat sicher mehr gekostet. Dann wird das natürlich aufbemustert. Ihr könnt es aber alles aus einer Hand haben und bezugsfertig heißt, ihr könnt einziehen. Auch hier habe ich jetzt nur 2 Steckdosen gefunden. Da müsstet ihr halt wirklich drauf achten. 6 bis 10 Steckdosen braucht ihr in der Küche mindestens, dass ihr da bei der Elektrobemusterung genug berücksichtigt. Und vielleicht noch eine Sache hierzu. Also hier sind jetzt die Oberschränke auf einer Höhe von 1,70 angebracht. Das heißt, ich bin 1,65. Ich stoße mir zwar nicht den Kopf, aber ich komme da halt nicht dran. Und da oben sind tatsächlich auch nochmal Türen zum Öffnen. Da komme ich dann ohne Leiter gar nicht mehr dran. Das ist natürlich schön, wenn das raumhoch ist, aber ihr müsst euch immer überlegen, was macht ihr, was stellt ihr da ab? Vielleicht Sachen, die ihr nicht täglich braucht und ob ihr da dran kommen wollt oder ob ihr dann halt immer eine Leiter braucht. Hier hinter mir ist dann klassischerweise wieder der Backofen und der Kühlschrank nebeneinander. Auch das würde man hier sicherlich anders hinkriegen. Und bevor wir jetzt diese Sache hier anschauen, gucken wir erst noch mal in die Ecke. Da gibt es nämlich was für offene Küchen ganz, ganz wichtig ist: Stauraum. Erstmal haben wir hier 2 ganz große Festverglasungen, die hier viel Licht reinholen. Kurz zur Info, der Hersteller baut auch Fenster selber, Kunststofffenster, Kunststoff-Alu-Fenster, Holzfenster. Hier sind Holz-Alu-Fenster drin, das ist der höchste Standard in Schwarz. Das wäre natürlich jetzt auch aufpreispflichtig und so ein großes Element ist natürlich auch wirklich eine tolle Sache. Die sind jetzt hier 2,20 hoch. Und jedes Element ist irgendwie 1,80 breit, da kommt also wirklich viel Licht rein und dann seht ihr schon, hier hinten ist jetzt nochmal 4,5 Quadratmeter Speisekammer, die auch wirklich so aufgeteilt sind, dass da Schränke reinpassen. Da könnt ihr gleich auch mal gucken, da ist jetzt kein Fenster drin, das muss man hier aber auch nicht haben, dann hat man nämlich viel mehr Stellfläche. Noch mehr Stellfläche hat man jetzt tatsächlich auch hier ums Eck. Da ist nämlich jetzt ein geschlossener Abstellraum unter der Treppe. Ich sage euch ja immer, gerade einläufige Treppe macht ihr bitte auf jeden Fall geschlossen. Hier ist jetzt sogar die Unterkante von dieser Holztreppe nochmal glatt verputzt, dass das also wirklich ein sauberer Raum ist. Und da ist auch der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung drin. Das heißt, der stört sonst nirgendwo. Alles richtig gemacht. Hier seht ihr schon, da oben ist so ein Anschlagsböppel für die Tür. Also solche Sachen muss man sich wirklich überlegen. Wenn ihr jetzt hier nicht die hohen Türen drin habt, braucht ihr auf jeden Fall einen Stopper. Sonst knallt euch die Tür in die Glasscheibe. Das ist an der Stelle also alles richtig gemacht. Aber Vorsicht, da muss man wirklich aufpassen. Noch größere Fensterelemente haben wir jetzt hier auf der anderen Seite. Das Ganze ist jetzt fast raumhoch. Das finde ich ja wirklich immer sehr, sehr schön. Ich sage fast, weil ihr seht schon, da ist ein ganz kleiner Absatz. Das ist jetzt natürlich hier eine riesen Spannweite. Das sind 5,40 Meter, dieses Glaselement. Das ist 2,60 Meter hoch. Das ist Holz-Alu. Das sind also wirklich große, schwere Elemente. Und das heißt, dass da auch Stahlunterzüge drin sind. Die haben wir an der Stelle hier auch nochmal deckengleich. Das heißt, die sieht man nicht.
Aber auch das ist was euch einfach klar sein muss, was natürlich die Kosten in die Höhe treibt für so einen Entwurf. Wir haben ja oben tatsächlich eine andere Abmessung, das heißt, die Außenwände stehen dann hier drauf und ihr braucht dann einfach diese Stahlkonstruktion. Wir schauen uns jetzt nochmal diese große Hebeschiebetür an, dieses Element. Und wie gesagt, die Höhe sind dann hier 2,60 Meter, ist also wirklich riesengroß und auch mit extra flacher Schwelle ausgeführt. Das ist natürlich wirklich toll, weil ihr hier rauskommt und funktioniert an der Stelle auch mit dem Parkett bis an die Kante, weil ihr hier 2,50 Meter rausgezogen überdachte Terrasse habt. Das ist natürlich nicht nur ein schönes Outdoor-Wohnzimmer, wenn es wie heute regnet, sondern eben auch einfach Schlagregenschutz, damit euch hier kein Wasser aufs Parkett kommt. Ihr dürft hier draußen gleich mal gucken, auch da haben wir diese deckenintegrierten Strahler und das LED-Band, also beim Zählen bitte die nicht vergessen. Und dann schauen wir mal weiter ins Wohnzimmer, denn auch da gibt es noch ein paar Extras. Ganz kurzer Exkurs zum Thema Haustechnik. Wir haben hier eine Fußbodenheizung drin und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die übrigens in Österreich sehr selten verbaut wird, weil sie anders als in Deutschland für die Energieberechnung nicht so wichtig ist. Ihr seht das hier, wir haben hier die Zuluft und die Abluft klassischerweise in Küche und Bad. Die sehen ein bisschen anders aus. Und wo wir gerade beim Thema Technik sind, sehe ich hier unten auch noch so eine Bodensteckdose. Das ist eine gute Sache, die am Esstisch zu haben, wenn der frei im Raum steht. Hier ist es sogar eine Doppelsteckdose. Die ist auch wirklich sehr massiv und sehr gut im Boden eingelassen, dass man da nicht hängen bleibt mit dem Stuhl. Trotzdem überlegt euch gut, wo ihr die hinmacht, dass ihr euch nicht stört. Man kann die auch in der Mitte unterm Tisch haben. Dann kann man da Kabel für Beleuchtung oder den Raclette-Grill über den Tisch ganz gut nach oben ziehen. Auch noch zum Thema Haustechnik. Ihr seht, wir haben hier so ein paar Smart Home Komponenten. Unter anderem sind natürlich die Jalousien hier, beziehungsweise so Screens elektrisch runterfahrbar. Das ist ein funkbasiertes System. Da ist jetzt Belichtung, Beschattung und die Alarmkameras eingebunden. Das Ganze ist natürlich auch erweiterbar. Und ihr seht schon, diese Screens, die fahren sehr schnell und sehr leise runter. Die sind noch durchsichtig, wenn man sie im runtergefahrenen Zustand anguckt. Aber sie machen halt von draußen dann wirklich einen ganz guten Sonnenschutz. Hier hat man ja als feststehenden Sonnenschutz vor der hochstehenden Sommersonne auch dieses Dach. Das ist natürlich immer am allerbesten, hält die Sonne am besten draußen, nimmt euch natürlich auch Licht. Bei diesen Riesendimensionen macht das natürlich überhaupt nichts aus von diesen Glasscheiben, aber man muss es natürlich immer wissen. Hier haben wir jetzt schon auch ein Highlight oder ein Extra in der Ausstattung, die wohl vor allen Dingen auch in Österreich nicht fehlen darf. Das ist ein Kamin mit einem entsprechenden Schornstein. Wir haben hier so einen Systemschornstein drin, so einen Schamott-Schornstein und hier eben den Kamin. Auch da habe ich noch mal gefragt nach dem Aufpreis. Wenn ihr so einen Schornstein und so einen Kamin haben wollt, sind das etwa 28.000 € plus. Sehr schön ist natürlich, wenn das sowas ist, wo man von beiden Seiten gucken kann. Man hat also das Feuer vom Essplatz und hier auch vom Wohnbereich im Blick. Dieses Wohnzimmer ist mit 23,5 Quadratmetern nicht riesig, aber wie ich finde, sehr schön dimensioniert. Und hier könnt ihr jetzt auch sehen, haben wir nochmal so eine riesen Festverglasung. Das sind jetzt hier fast 2,40 Meter mal 2,60 Meter. Das ist also wirklich eine Riesenscheibe und deshalb braucht man auch hier komplett diesen Stahlträger in der Ecke und hier auch die Stahlstütze, die nochmal vorgestellt ist. Dann haben wir hier den Wohnbereich und ihr seht jetzt schon, da ist jetzt wieder die niedrigere Festverglasung drin. Hier haben wir nochmal einen normalen Dreh-Kippbeschlag nach draußen, der 1 Meter breit ist, also der Klassiker, etwas günstiger als die großen Hebeschiebetüren. Ich persönlich finde es ja immer schön, wenn die jetzt auch gleich hoch sind und es hier auch praktisch diese fast raumhohe Verglasung hätte, aber auch das ist natürlich wieder eine Kostenfrage.
Was akustisch sehr angenehm ist und auch gestalterisch, ist dieses Wandpanel. Man sieht es jetzt auch immer öfter. Auch das kommt übrigens von einem festen Partner des Herstellers, dass man also günstig mitbeziehen kann. Das ist eine Eiche, die ist jetzt hier ganz dunkel gebeizt mit einem schwarzen Akustikfilz im Hintergrund. Da gibt es natürlich auch andere Farben. Und wenn man eben so eine komplette Raumrückwand damit auskleidet, ist das sehr, sehr angenehm für die Raumakustik. Wir schauen uns jetzt noch die Nebenräume im Erdgeschoss an. Hier haben wir gerade mal noch ein bisschen Haustechnik, den Fühler von der Heizung, von der Lüftungsanlage und hier so ein Tablet, wo man die Smart Home Steuerung noch mal in einem Blick sehen kann. Wir waren hier ja eben schon, die Brüstungshöhe ist 1,55. Das ist eigentlich an der Stelle ganz schön. Und jetzt schauen wir hier mal um die Ecke. Da gibt es nämlich noch ein Gäste-WC. Das haben wir hier, das hat eine Größe von 3,8 Quadratmetern. Und hier haben wir jetzt auch die Raumhöhe von 2,82 Meter. In so einem kleinen Raum sieht man schon, könnte man sich von den Proportionen auch vorstellen, hier eine abgehängte Decke reinzumachen, dann wird es ein bisschen besser passen. Wir haben jetzt hier ein WC und das Pissoir drin. Natürlich geht bei der Größe auch eine bodengleiche Dusche rein. Dann habt ihr hier das WC und hier noch Platz für eine Dusche. Man braucht es jetzt nicht unbedingt, weil oben sind 2 Bäder. Das schauen wir uns gleich an. Aber wenn ihr einen Hund habt oder haben wollt oder auch mal Kinder mit dreckigen Sachen reinkommen, ist es wirklich super praktisch, hier noch eine Dusche zu haben, wo man mal schnell was sauber machen kann. Wir haben jetzt hier ein innenliegendes Bad, das heißt, ihr braucht hier auf jeden Fall so eine Zwangsentlüftung. Ihr seht jetzt also neben der Lüftungsanlagenabsaugung ist hier auch nochmal so eine Zwangsentlüftung, die ist mit so einem Silent Ventilator und ich muss euch sagen, die habe ich wirklich noch nicht gehört, die dann übers Dach nach oben die Feuchtigkeit abführt. Sehr schön gefällt mir diese Wand. Wir haben hier einen ganz schönen dunklen Grünton in der Fliese und ein ganz besonderes Format. Das sind 37 x 9,5 cm, der runde Spiegel, der hinterleuchtet ist. Und hier dieser Mineralguss-Waschtisch, der auf Maß gefertigt ist. Also gleich Ablage und Waschbecken. Was sehr schön ist, finde ich, sind diese messingfarbenen Armaturen. Ihr müsst immer wissen, bei so einer Wandarmatur, die relativ hoch ist, das spritzt. Also es sieht cool aus. Wer nicht so gerne putzt, kann sich hier vielleicht auch eine andere Lösung überlegen. Und jetzt schauen wir um die Ecke noch in den Hauswirtschafts- bzw. Technikraum. Der ist mit 7,7 Quadratmetern jetzt auch nicht riesig, aber so groß, dass man im Prinzip alles unterbringt. Wir haben jetzt hier tatsächlich auf der Seite auch noch einen Wechselrichter und einen Speicher für die Photovoltaikanlage. Hier auf dem Boden was ich auch noch nie gesehen habe, nämlich mal so ein Sichtfenster, wo man den Feuchteschutz sehen kann. Also es gibt hier so eine Warnmeldeanlage, wenn es einen Wasserschaden irgendwo gibt, dann wird da praktisch eine Meldung ausgelöst, dass man da sofort reagieren kann, was natürlich wirklich eine tolle Sache ist. Dann haben wir hier einen Warmwasserspeicher, da hängt die Heizung. Das ist wirklich kein großes Element. Und hier haben wir die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Da hinten ist nochmal so eine Weichwasseranlage. Auch das kann ich euch nur empfehlen, weil wenn wir jetzt gleich hochkommen, werden wir sehen, es gibt schwarze Sanitärobjekte. Und wenn ihr da sehr kalkhaltiges Wasser habt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, so eine Anlage zu haben, denn das reduziert Kalkflecken. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Wir haben eine gerade, einläufige, geschlossene Treppe mit dem Stauraum drunter, den habt ihr ja schon gesehen. Und was ich sehr schön finde, die ist jetzt vom Haushersteller mit dem Parkettmaterial belegt, das wir hier überall haben. Diese dunkel gebeizte Eiche. Besonders schön ist es, dass dann eben auch unten an der Stelle, wo die Treppe an dieses Einbauregal stößt,
da wirklich, weil das alles aus einer Hand ist, das gleiche Material vorherrscht. Auch sehr schön ist der Handlauf, der hier per Bewegungsmelder nachts diese LED einschaltet, dass man also da nicht zu hell, aber trotzdem die Treppe gut beleuchtet hat. Und hier mitlaufend, ihr könnt es vielleicht kaum sehen, ist dann tatsächlich nochmal so eine Elefantenhaut gestrichen, damit man eben, wenn man hier jetzt mal wischt, die Wand an der Stelle geschützt hat. Was ich jetzt vielleicht nicht gemacht hätte, ist dieses Stück Fußleiste hier. Kann man machen, muss man nicht. Was ich allerdings sehr schön finde und was vielleicht auch ein Detail ist, ist diese Einbauleuchtengeschichte. Ihr könnt jetzt mal sehen, dass wir hier ein unterschiedliches Maß haben. Das ist mir natürlich auch gleich aufgefallen, hat aber einen Sinn. Es gibt nämlich hier diese Nische, auch wieder 60 tief mit den Einbauschränken, mit den flächenbündigen, und das Licht ist eben so platziert, dass man dann hier immer das Licht jeweils im Schrank hat. Hat also einen Grund. Jetzt kommen wir mal zu den Maßen hier oben. Dieser Flur hat insgesamt 12,5 Quadratmeter. Hier im Obergeschoss haben wir jetzt eine lichte Raumhöhe von 2,62 Meter. Das ist dieses mittlere Maß. Und die Türen sind jetzt 2,10 Meter hoch. Das wäre der Standard. Dieser Flur ist sehr, sehr schön hell, weil er einmal ganz durchgeschoben ist und auf beiden Seiten die großen Fensterelemente hat. Die sind jetzt 1,80 breit, 2,10 Meter hoch. Hier jetzt mit dieser Teilung, dass man eben ein bisschen zum Lüften aufmachen kann, zum Querlüften. Und dieser Kämpfer läuft jetzt hier dann auf einer Höhe von 1 Meter, sodass da die Absturzsicherung gegeben ist. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die sich fragen, warum es hier diese 10 cm Brüstung gibt. Also technisch ist es nicht unbedingt notwendig. Man könnte hier auch bodentief gehen. Das ist mehr so eine optische, ja, oder psychologische Sache, weil da ist ja jetzt quasi hinten dran geht's runter, kein Balkon. Und es ist einfach so ein bisschen, man rennt da nicht so dagegen und es ist ein bisschen geschützter von der Optik, vom Eindruck, als wenn das da jetzt wirklich bodentief ist und dahinter geht's runter. Dieser Flur trennt gleichzeitig Elternbereich und Kinderbereich. Die beiden Kinderzimmer liegen auf dieser Seite und da schauen wir jetzt mal rein. Das erste Kinderzimmer ist 14,5 Quadratmeter groß. Sehr schön ist, dass das Parkett hier so durchläuft, wie ich finde. Da gucke ich ja auch immer drauf. Und die beiden Kinderzimmer sind gleich geschnitten, aber die Fensterplatzierung ist anders. Und wir schauen uns jetzt gleich an, wie das wirkt, ob man Licht von ein oder von zwei Seiten hat. Hell ist es hier auf jeden Fall. Ihr seht das schon. Wir haben hier eine riesen Glasfront. Da ist auch wieder eine Festverglasung, die 2,10 Meter breit ist. Und ihr seht das schon, die Tür hat jetzt hier auf dem Boden extra so einen Stopper, weil sonst würde die natürlich hier voll in die Scheibe reinknallen. Also man kann sich das wirklich überlegen, ob man das hier auch ein Stück kürzer macht. Denn ihr habt ja hier oben auch das Verdunklungsthema. Ich lasse euch das mal kurz runter. Wir haben jetzt hier nicht die Screens, sondern die Lamellenjalousien. Das ist auch schon so eine, die relativ gut verdunkelt tatsächlich. Aber ganz dunkel macht die das nicht. Und jetzt schauen wir uns das zweite Kinderzimmer an, das hier über Eck liegt und von zwei Seiten Licht hat. Was ich euch eben noch nicht gezeigt habe, ist hier diese mitlaufende eingebaute LED-Leiste. Was natürlich auch sehr schön ist, ist dieses eingespannte Geländer aus Verbundsicherheitsglas. Sowas ist leider auch immer ziemlich teuer und ziemlich schick. Wir haben das auch draußen an der Dachterrasse, dazu sage ich euch gleich noch was. Jetzt schauen wir erstmal in das zweite Kinderzimmer, auch 14,5 Quadratmeter, fast quadratisch, eine sehr gute Größe. Hier haben wir jetzt zwei große Fensterelemente, also Licht von zwei Seiten. An der Stelle die 50 cm hohe Brüstung. Da gibt es jetzt einen Öffnungsflügel, das Element ist 1,80 x 1,75. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier eine Festverglasung hat, einen etwas breiteren Eicherahmen hier davor setzt, dann hätte man hier wirklich auch ein schönes Sitzfenster. Zumal die Kinder wahrscheinlich durch diesen Öffnungsflügel, der übrigens 70 cm breit ist, dann wahrscheinlich auch auf den Balkon raussteigen.
Ihr habt jetzt hier eine Nische, nur kurz Stichwort Möblierung für den Schreibtisch, die ist noch 70 mal 1,20. Ich könnte mir vorstellen, ein Kind braucht ein bisschen größeren Schreibtisch. Also die Möblierbarkeit müsst ihr bei der Fensterplatzierung wirklich immer mitdenken. Schön finde ich, dass wir hier nochmal dieses Akustikpanel haben und an der Stelle dann eben die Zuluft auch farblich angepasst, nämlich in schwarz ist. Und auch sehr schön finde ich diese Fototapete oder diese bedruckte Tapete an der Wand. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Auch dazu kann ich euch noch einen Hinweis geben. Und jetzt schauen wir mal gegenüber ins Kinderbad bzw. auf die 144 Quadratmeter große Dachterrasse. Die Dachterrasse hat einen Zugang von der Galerie, was toll ist, weil sie dann für alle nutzbar ist. 144 Quadratmeter hier im Winkel umlaufen, da könnt ihr echt eine Party drauf feiern. Ganz, ganz schick ist dieses eingespannte Ganzglasgeländer. Das sieht man von unten praktisch gar nicht. Auch das ist natürlich eine Lösung, die euch etwa 800 € pro laufenden Meter Geländeaufpreis kostet. Auch hier könnt ihr mal rechnen, was dann da ungefähr zusammenkommt. Wahnsinnig schönes Detail auch hier, diese flache Austrittsschwelle, trotzdem, dass es hier ein Drehkippbeschlag ist. Wenn jetzt hier kein Dach ist und hier direkt das Parkett liegt, würde ich mir vielleicht überlegen, ob man da sogar auf die extra flache Schwelle verzichtet, damit euch da keine Feuchtigkeit aufs Parkett kommt. Aber das sind natürlich nur Kleinigkeiten. Hier haben wir jetzt das Kinderbad, das 3 Quadratmeter groß ist. Da ist keine Toilette drin, die kommt nämlich gleich separat. Und was ich ganz schön finde, ist, dass dieses Kinderbad mal mit der Maximalausstattung gemacht worden ist. Das sieht man hier an dieser bodengleichen gefliesten Dusche mit der Ablaufrinne hinten. Das wäre jetzt die Ausstattungsstufe Max. Da ist jetzt auch ein ganz toller Aufputz-Regendusche drin, die Nische, wo man Sachen abstellen kann, ein kleiner Waschtisch. Hier seht ihr auch noch mal nur jetzt zu Demonstrationszwecken diese Glasscheibe, wo ihr gucken könnt auf diesen Feuchteschutz, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr irgendwo ein Wasserproblem habt, geht da also sofort der Alarmmelder los. Und das WC ist hier oben separat, was ich persönlich wirklich toll finde im Familienalltag. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, den ich euch gleich zeige. Wir gucken da kurz rein. Der Raum ist nur 1,8 Quadratmeter groß und tatsächlich ist es so, dass es hier jetzt komplett innenliegend ist. Das heißt, auch hier braucht ihr wieder eine Zwangsentlüftung. Wir haben die gleichen Fliesen wie im Kinderbad. Sehr schöne Fliese in Betonoptik, umlaufend 1,20 hoch gefliest, sodass das hier mit dieser Vorwandinstallation in einem durchläuft. Die Fliesen sind 60 mal 1,20 und das WC ist hier separat, weil es im großen Elternbad eine Überraschung gibt. Und das schauen wir uns jetzt an. Das Bad hat etwa 16,5 Quadratmeter und ist kombiniert mit der Ankleide. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, ist aber eine super Sache, weil die Klamotten braucht man im Bad. Und auch hier ist es eben so, dass das gleich eine Einbaufront ist. Das ist ein 3,90 Meter laufender Schrank. Da kriegt man wirklich ganz, ganz viel unter. Sowohl an Klamotten als auch an Handtüchern und allem, was man sonst im Bad noch so braucht. Hier haben wir direkt die bodengleiche Dusche. Hier ist jetzt mal tatsächlich eine Duschtasse, eine extra flache Duschtasse drin. Das wäre jetzt so im Standardpreis, also dieser mittlere Preis tatsächlich enthalten. Da ist dann der Auslauf in der Mitte und nicht hinten. Das finde ich aber eigentlich sogar praktischer. Die Dusche ist 1 Meter breit und 1,55 tief. Das heißt, es funktioniert auch wirklich ohne Abtrennung da vorne. Und was ich ja immer ganz schön finde, ist, wenn es gleich diese Nische gibt mit Licht, wo man eben seine Sachen abstellen kann, dann braucht man da nichts zusätzlich reinzuhängen. Das funktioniert also wirklich sehr gut und hier ist jetzt eben dieser mittlere Standard drin, der im Preis enthalten ist. Hier haben wir dann wieder die Möbel, die vom Partner bezogen werden können, diese flachen, ganz, ganz schmalen Aufsatzwaschbecken. Und da habe ich euch ja gesagt, hier oben ist jetzt alles
matt schwarz. Das ist natürlich eine Sache mit kalkhaltigem Wasser, weswegen ihr unten auf jeden Fall diese Weichwasseranlage haben solltet. Der Boden ist hier was ganz Besonderes, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das ist ein mineralischer Boden auf Zementbasis. Der wird hier handwerklich und fugenlos reingemacht. Den kann man also gestalten, wie man möchte. Das sieht sehr schick aus, finde ich. Und was auch sehr schick ist, sind diese wabenförmigen, sechseckigen Fliesen an der Wand. Auch da, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es euch zu beantworten. Sehr schön finde ich diese eingelassene LED-Leiste und auch nochmal diesen hinterleuchteten Spiegel, wobei das ja jetzt eher was Dekoratives ist und hier dieses Licht am Spiegel natürlich ruhig auch immer noch ein bisschen mehr sein dürfte. Auch hier haben wir jetzt wieder die Armaturen, die relativ hoch ansetzen, aus der Wand kommen, was eben schick aussieht. Ihr müsst halt vom Spritzen immer gucken. Es gibt schon mal auf jeder Seite eine Steckdose. Und dann haben wir hier diese sehr schicke freistehende Wanne. Ihr wisst ja, was ich immer zu freistehenden Wannen vor großen Glasscheiben sage. Aber in dem Fall kann es funktionieren, weil ihr auch hier wieder diese Dachterrasse davor habt. Überdacht, 2,50 Meter tief, das heißt, die Einblicke von unten sind dann eben schon nicht mehr so gegeben. Was ihr natürlich wissen müsst, ihr braucht für die freistehende Wanne diesen Bodenzulauf. Das ist immer eine Kostenfrage, weil ihr eben den Wasserzulauf dann hier über den Boden verziehen müsst. Und jetzt werdet ihr auch verstehen, warum dieses Bad kein WC hat. Es ist nämlich offen ans Schlafzimmer angeschlossen. Das ist natürlich eine Sache, das kann man im Musterhaus machen. Möglich wäre hier auch eine Schiebetür. Dann müsste man natürlich jetzt die Hebeschiebetür an der Stelle ein bisschen anders platzieren. Aber da ist ja genug Platz, das wäre kein Problem. Denn im Schlafzimmer möchte ich es kühl und ruhig haben und im Bad heiß oder warm. Da dusche ich vielleicht auch mal oder bade. Deshalb würde ich immer empfehlen, die beiden Räume zu trennen. Es ist natürlich total schön für dieses Schlafzimmer. Das hat jetzt wirklich 10 Quadratmeter, ist ein total privater Bereich, weil es eben durchs Bad und die Ankleide erschlossen wird und hier nochmal diese normale Brüstungshöhe hat zu der Dachterrasse, hier den Blick raus und mit diesem Ganzglasgeländer natürlich auch ungestört ins Grüne, was einfach wahnsinnig schön ist. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus Vision 158 gesehen. Wie immer habe ich für euch eine Preisinfo vom Haushersteller unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen Link in unsere Hausdatenbank, wenn ihr die Grundrisse anschauen wollt. Wenn ihr euch das Haus selber anschauen wollt, es steht in der Musterhausausstellung Blaue Lagune vor den Toren Wiens. Die ist in der Regel geöffnet, montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Hier gibt es etwa 45 Musterhäuser, auch noch 2 weitere vom gleichen Hersteller. Und es gibt etwas ganz Besonderes, das verraten wir euch nächste Woche in einem Video, wie ihr nämlich euer ganz individuelles Musterhaus erstellen und besichtigen könnt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, seid dabei nächsten Freitag um 19 Uhr und abonniert unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.